Was für eine Errungenschaft, schnell von A nach B zu kommen. Im Jahr legen wir in Deutschland mehr als 3 Milliarden Kilometer zurück. 3/4 davon mit dem Auto. Der Preis: verstopfte Straßen. Und es ist umweltschädlich. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, brauchen wir die Verkehrswende. Und zwar schnell. Ich will herausfinden, wie kann sie funktionieren, die Verkehrswende? Wie schaffen wir es, weniger Auto zu fahren? In der Stadt und auf dem Land. Wie bekommen wir das hin? Ohne Flexibilität und Komfort zu verlieren. Meine erste Station Kassel. Die nordhessische Stadt, in der ich übrigens zu Hause bin, will bis 2030 klimaneutral werden, als erste deutsche Großstadt überhaupt. Eine Stellschraube: der Verkehr. Denn der Verkehr verursacht rund 20% aller CO2-Emissionen. Was muss sich hier ändern, um das klimaschädliche CO2 deutlich zu reduzieren? Wie geht klimafreundliche Mobilität in der Stadt? Ich bin hier am Altmarkt. Mehr als 60.000 Fahrzeuge pro Tag. Ein Paradebeispiel für eine autofreundliche Stadt. Freie Fahrt fürs Auto gibt es hier seit den 1950er Jahren. Heute sind unsere Autos zwar sauberer als früher, das heißt rund 5% weniger CO2 pro Person und Kilometer als noch in den 90ern. Aber es fahren immer mehr Autos durch die Gegend. Der Pkw-Bestand in Deutschland ist allein in den letzten 10 Jahren um 14% gestiegen auf 48 Millionen. Und das sorgt dafür, dass unser gesamter Autoverkehr heute mehr CO2 verursacht als früher. Mehr CO2, dabei brauchen wir doch dringend weniger. Hallo, Herr Professor Sommer. Hallo, Frau Schmidt. Ich bin ja ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Ich stehe ja selten an einer Kreuzung, die so stark befahren ist und es stinkt. Und man fühlt sich einfach so als Fußgänger auch ein bisschen unbehaglich, muss ich sagen. Verkehrswende sieht tatsächlich anders aus. Wie will es denn die Stadt Kassel schaffen, bis 2030 klimaneutral zu sein? Das kann ich mir bei diesem Bild gerade nicht vorstellen. Ja, da haben Sie schon recht. Das ist also eine sehr hehre, große Aufgabe, die dort die Stadt vor sich hat. Man muss wirklich im Prinzip die Stadt letztendlich umbauen. Wir reden da von einer sogenannten Push- und Pull-Strategie in der Verkehrsplanung. Das heißt zum einen, Push bedeutet, wir wollen also den Autoverkehr wegdrücken, also letztendlich Maßnahmen, die den Autoverkehr einschränken. Und auf der anderen Seite haben wir eben sagen wir, Maßnahmen, die den Umweltverbund, also Fußverkehr, Radverkehr, Bus und Bahn, die eben nach vorne ziehen. Das heißt Anreize, fördernde Maßnahmen für den Umweltverbund. Wie könnte das denn konkret hier an dieser Kreuzung aussehen? Also ich könnte mir vorstellen, einen Fahrstreifen, einen viel breiteren Gehweg und einen breiteren Radweg hier hinzubauen. Wäre das eine Lösung? Ja, das geht natürlich theoretisch, aber Sie können sich vorstellen, bei dem hohen Verkehrsaufkommen, was Sie hier sehen, würde das natürlich zu deutlich mehr Staus führen. Ne? Und deutlich mehr Staus heißt natürlich auch bei unseren überwiegend fossilen Antrieben erstmal eine stärkere Umweltbelastung. Also von daher gibt es dann durchaus Nachteile. Aber, und das ist der Punkt, wir haben kurzfristige Effekte und dann wieder mittel- und langfristige Effekte. Wenn der Autofahrer natürlich merkt, er braucht jetzt plötzlich für seinen Weg 3, 4, 5 Minuten länger und parallel wird der Bus schnell geführt oder es gibt eine eigene Spur für Radfahrer, abgetrennt, sehr sicher, dann kommt der eine doch durchaus ins Grübeln, ins Denken und steigt dann vielleicht auch um. Gut, aber wie sollte eine Straße denn dann gestaltet sein? Professor Sommer zeigt mir ein Beispiel in einem anderen Stadtteil. Wir nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel, klimafreundlich. Der Nachteil, es dauert meistens länger als mit dem Auto. Selbst in den 11 größten Großstädten Deutschlands braucht man etwa doppelt so lang. So eine Studie. Fazit: öffentliche Verkehrsmittel müssen schneller werden. Und die Autos? Die sollen jetzt in einigen Städten langsamer werden. In Darmstadt ist Michael Kohlmer auf dem Weg zur Arbeit. Er hat ein klares Ziel: Tempo 30 in der ganzen Innenstadt. Tempo 30 ist eine Konzeption für die Menschen, für mehr Lebensqualität in der Stadt, weil es steht für eine ganz spezifische Dreiheit. Für weniger Lärm,
weniger Luftschadstoffe und mehr Verkehrssicherheit. Auf vielen der großen Durchgangsstraßen hat Darmstadt bereits Tempo 30 eingeführt, so wie seit Sommer 2019 auf der Heinrichstraße. 22.000 PKWs fahren hier täglich über die Straße und verursachen eine enorme Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. Die Straße war eigentlich als Lebensort nicht mehr benutzbar. Tempo 30 soll helfen gegen den gesundheitsschädlichen Lärm. Denn laut einer Studie des Umweltbundesamtes reduziert sich bei Tempo 30 der Fahrlärm um bis zu 4 Dezibel. Das ist gefühlt rund ein Drittel leiser als bei Tempo 50. Geht es den Menschen an der Heinrichstraße mit Tempo 30 denn jetzt besser? Es ist viel besser geworden. Ne? Also jetzt fahren sie vielleicht 40, weil ich ja selber weiß, 30 einzuhalten ist sehr schwer. Aber es ist viel besser geworden. Es ist tatsächlich weniger laut. Wirklich, wir können die Fenster auch aufmachen ab und an. Das merkt man schon, dass die Lautstärke geringer geworden ist. Außerdem bestätigen Untersuchungen, dass bei entschleunigter Fahrweise weniger Reifenabrieb und anderer Feinstaub und weniger Stickstoffoxid in die Luft gelangen. Ob auch die CO2-Emissionen bei Tempo 30 sinken oder sogar steigen, hängt unter anderem vom Fahrstil, dem jeweiligen Fahrzeug und dem Verkehrsfluss ab. Umfassende Studien gibt es zwar nicht, aber eine Tendenz. Die Luft wird besser. Eigentlich gute Gründe für Tempo 30. Doch was halten die Autofahrenden von der reduzierten Geschwindigkeit? Zimmermann Dieter Sieper zum Beispiel hat es oft eilig, wie viele andere auch. Wie fährt es sich mit Tempo 30? Es ist schon anstrengend zu fahren, weil man laufend die Geschwindigkeit kontrollieren muss und eigentlich ja dieses 50 gewohnt ist. Ja. Also wenn man es eilig hat, ist es noch unangenehmer, so langsam zu fahren. Aber wie viel langsamer ist man tatsächlich? Mit Tempo 50 braucht ein Auto für 100 Meter rund 7,2 Sekunden. Mit Tempo 30 rund 12 Sekunden. Bei 6 Kilometern Fahrt durch die Stadt macht das rechnerisch einen Unterschied von knapp 5 Minuten. Wird dann noch mit intelligenten Ampelschaltungen und grüner Welle der Verkehr am Fließen gehalten, fährt sich's mit 30 zwar etwas langsamer, aber entspannter und umweltfreundlicher als mit 50. Auch andere Städte wie Freiburg, Hannover, Leipzig und viele mehr wollen Tempo 30. Brüssel hat es schon. In Spanien gilt 30 innerorts sogar überall, sobald nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. In Deutschland aber ist das leichter gesagt als getan. Denn das bundesdeutsche Verkehrsgesetz schreibt im Stadtverkehr generell Tempo 50 vor. Eine Reduzierung bedeutet eine Verkehrsbeschränkung und muss in jedem Fall begründet werden. Unstrittig ist Tempo 30 bisher nur rund um sensible Gebiete wie Schulen, Seniorenheime und Kindergärten. Wer langsamer fährt, kann eher reagieren und schneller zum Stehen kommen. Um die Vorteile von Tempo 30 auch an großen Straßen durchzusetzen, beruft sich Darmstadt auf unzumutbaren Lärm. Messdaten des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie bestätigen das. An allen blauen und roten Straßen wird die erlaubte Dezibelzahl überschritten. Es gibt also Handlungsbedarf. Wir müssen dazu kommen, diese Hauptverkehrsstraßen wieder zu belebbaren, benutzbaren Straßen und Stadträumen zu entwickeln. Wir brauchen eine Renaissance des Boulevards in unseren Großstädten. Die nächsten großen Darmstädter Verkehrsachsen sind bereits in der Umplanung. Die Kasseler Goethestraße im Gründerzeitviertel Vorderer Westen wurde schon vor ein paar Jahren umgebaut. Vorher gab es hier viel Platz fürs Auto. Mit 2 getrennten Richtungsfahrbahnen. Wer klimafreundlich zu Fuß unterwegs war, wurde an den Rand gedrängt. Wir laufen ja jetzt hier regelrecht auf einer Promenade, kann man fast sagen. Ja? Ein riesengroßer Fußgängerweg. Ja, Was ist hier passiert? Also das ist wirklich, denke ich mal, ein sehr positives Beispiel für Straßenraumumgestaltung im Zuge der Verkehrswende. Also man hat hier mehr Platz für den Fußgängerverkehr, für den Fahrradverkehr geschaffen. Das sind hier, ich glaube, insgesamt etwa 10 Meter Breite am Stück. Das ist also ganz selten, dass man sowas findet. Abgetrennt eben mit einem Grünstreifen eigentlich dann vom Kfz-Verkehr. Also von daher ist
schafft letztendlich Aufenthaltsqualität, es schafft Platz für Kommunikation und dennoch der fließende Verkehr gibt es ja jetzt keine, sagen wir mal, großen Einschränkungen. Also man hat im Prinzip jetzt gemeinsam den Tramverkehr mit dem Kfz-Verkehr geführt. Das funktioniert. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Stadt Kassel 2030 klimaneutral werden will, ist das denn jetzt schon das Optimum, was man so machen kann, um eine Straße umzugestalten? Oder geht da noch mehr oder müsste es noch anders werden? Man kann auch hier vielleicht das eine oder andere noch verbessern. Sie sehen, wir haben eben noch relativ viel Platz für den ruhenden Verkehr. Und man muss ehrlicherweise sagen, wenn wir die Verkehrswende hinbekommen wollen, ich hatte es vorhin ja angesprochen, Push und Pull, dann ist das Thema ruhender Verkehr gerade bei den Städten ein wichtiger Punkt. Ich habe hier zumindest den Eindruck, wenn man hier sieht, es sind ja auch noch Flächen frei. Da kann man sogar kritisch fragen, brauchen wir eigentlich so viel Platz für den ruhenden Verkehr oder kann man es sogar noch mehr eigentlich dann hier für Aufenthaltsqualität und für Fuß- und Radverkehr umwidmen? Ah, die E-Scooter. Das probiere ich gleich noch mal. Es gibt viele Ideen, wie man Straßen umgestalten könnte. Beispiel das Kasseler Schillerquartier. Nach Entwürfen von ehemaligen Studierenden der Uni Kassel könnte es hier einmal so aussehen. Weniger Raum für den Autoverkehr, dafür ein breiter, beidseitig befahrbarer Radweg und viel Platz zum Spazierengehen und Sitzen unter Bäumen. Ein paar hundert Meter entfernt geht der Entwurf noch einen Schritt weiter. Der Autoverkehr muss ganz weichen zugunsten von klimafreundlicher Mobilität und Raum zum Spielen. Für mehr Lebensqualität im Viertel. Klar, solch eine Umgestaltung von Straßen kostet Geld. Und das fehlt dann eventuell auch wieder an anderer Stelle. Aber vielleicht wäre das ja auch einfach nur gerecht. Bleiben wir noch mal beim Beispiel Kassel. Hier leben ungefähr 200.000 Menschen. Wie viel Geld gibt die Stadt wohl für die Auto- und Fahrradinfrastruktur aus? Für Fahrradwege, Straßen, Parkplätze und Co. Es sind pro Kopf und Jahr ganze 128 € fürs Auto und nur 6 € fürs Fahrrad. Auch in anderen Städten ist das Geld höchst ungleich verteilt. In Heidelberg 240 € fürs Auto und 6 € fürs Fahrrad pro Kopf und Jahr. Ähnliche Ergebnisse gab es in Kiel und Bremen. Und für die allermeisten Kommunen ist das noch gar nicht untersucht worden. Und das, obwohl das Fahrrad mit das wichtigste Element der Verkehrswende ist. Wie kann das sein? Es fehlt eigentlich an Kostentransparenz im Verkehrsbereich. Das heißt, die Kommunen wissen eigentlich gar nicht, wie viel Geld sie für unterschiedliche Verkehrssysteme ausgeben. Also Verkehrssysteme heißt eben für den Pkw-Verkehr, Lkw-Verkehr, öffentlichen Personennahverkehr, Fuß- und Radverkehr. Mit einem eigens entwickelten Verfahren berechnen Carsten Sommer und sein Team, wie viel die Stadt pro Verkehrsmittel ausgibt. Dafür entscheidend, wer nutzt wo und wie häufig welche Infrastruktur. Die Fußgänger beispielsweise die Gehwege. Die Autos, Parkplätze und einen Großteil der Fahrbahn. Der Nahverkehr, Haltestellen und Schienen. Die Radfahrer vor allem die Radwege. Entsprechend verteilen sich die Kosten. In Kassel beansprucht das Auto 58% aller Verkehrsflächen, der Fußverkehr 29%, der ÖPNV 6%, das Fahrrad 4%. Das wirkt sich auf die Kosten aus. Die Stadt gibt 42,5 Millionen € für das Auto und 1,4 Millionen € für das Fahrrad aus. Die Einnahmen aus ÖPNV-Tickets, Parkgebühren und Strafzetteln wiegen das nur zum Teil auf. Deshalb sind für Infrastruktur und Fortbewegungsmittel Zuschüsse nötig. In Kassel sind das pro Jahr rund 72 Millionen €, also 350 € pro Kopf. 128 € der Zuschüsse entfallen auf den Autoverkehr, 148 € auf den ÖPNV, 38 € auf den Fußverkehr und 6 € auf die Radinfrastruktur. Und dann gibt es noch die Nebeneffekte. Allein in Kassel verursachen Luftverschmutzung, Klimaschäden, Lärm und Unfälle jedes Jahr Kosten von 96 Millionen €. Für diese Kosten ist hauptsächlich das Auto verantwortlich, zu 73%, zu 5% der ÖPNV, zu 4% das Rad und zu 3% der Fußverkehr.
Radfahren und zu Fuß gehen haben dagegen den größten Nutzen. Sie halten uns in Bewegung, steigern unser Wohlbefinden und entlasten das Gesundheitssystem. Allein beim Fahrrad sind das in Kassel 31 Millionen Euro Nutzen pro Jahr. Erstaunlich viel, so die Forschenden. Die Stadt Kassel will den Radverkehr nun stärker fördern. Sitzgelegenheit zu fördern, finde ich übrigens auch gut. Wie kann man denn jetzt einen klimaneutralen Verkehr finanzieren? Nimmt man dann von dem vielen Geld für die Autos was weg und steckt es in die Infrastruktur für Fahrräder und Co.? Richtig. Also grundsätzlich ist aus meiner Sicht genug Geld vorhanden. Man muss natürlich Geld auch umverteilen. Wir brauchen aber einfach Ressourcen personeller Art. Wir brauchen halt die Menschen, die eben die Straßen neu planen. Wir brauchen auch die Ingenieure, die die Straßen bauen. Und weil es muss eigentlich so viel in vergleichsweise kurzer Zeit umgestaltet werden, damit wir das Klimaziel erreichen. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Es geht ja nicht alles gleichzeitig. Wie will die Stadt Kassel das jetzt umsetzen und auch in welcher Reihenfolge? Gibt es da eine Priorität? Wir reden da von den 3 Vs der Verkehrsplanung. Da gibt es einmal den Verkehr zu vermeiden. Das heißt, dass gar keine Wege stattfinden oder dass auch kürzere Wege stattfinden, dass also die Wegelänge kürzer ist. Das wäre sowas zum Beispiel wie Homeoffice. Dann haben wir eben den Schritt, den Verkehr zu verlagern. Verlagern heißt eben den Kfz-Verkehr auf den ÖPNV bzw. Rad- und Fußverkehr. Und dann das 3. V wäre dann die verträgliche Abwicklung. Das heißt, der Rest Kfz-Verkehr, dass der eben dann möglichst umweltverträglich abgewickelt wird. Das heißt, da stecken dann natürlich steckt die Motorentechnik dahinter, das Thema E-Mobilität, also mit möglichst geringen Emissionen den Restverkehr abwickeln. Zur E-Mobilität gehören auch E-Scooter. Habe ich noch nie benutzt, bis jetzt. Professor Sommer hat mir erzählt, die Forschung steht hier erst am Anfang. Ob die Roller zur Verkehrswende beitragen, kommt darauf an, welche Verkehrsmittel sie ersetzen. Nutzt man einen E-Scooter statt zu gehen oder Rad zu fahren, dann sind die Roller mit ihrer relativ geringen Lebensdauer und ihren Akkus kein Gewinn. Wenn sie aber Autofahrten innerhalb der Stadt ersetzen, können sie einen Beitrag zur Verkehrswende leisten. So, also ich muss sagen, der E-Scooter macht wirklich richtig Spaß. Es ist ein tolles Gerät, man ist ganz schön flott unterwegs. Aber ich muss sagen, mein Fahrrad wird er dann doch nicht ersetzen, weil mein Fahrrad steht immer vor meiner Haustür. Dafür brauche ich keine App. Und es hat einen Gepäckträger, da kann ich Sachen mit transportieren. Das ist mir dann doch lieber. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal wieder buchen. Das Fahrrad erlebt übrigens gerade einen Boom. 2020 wurden in Deutschland so viele verkauft wie seit 20 Jahren nicht mehr, nämlich 5 Millionen Stück. Davon waren knapp 2 Millionen E-Bikes, so viele wie noch nie. Aber fürs Fahrrad sieht es in vielen Städten nicht gerade rosig aus. Wir machen ein Experiment. Wie muss Radfahren sein, damit möglichst viele sich sicher fühlen und Spaß daran haben? 2 Testerinnen fahren dazu für uns ihre alltäglichen Wege mit einem ganz besonderen Fahrrad und wissenschaftlicher Begleitung. Wir wollen einmal die Perspektive der Radfahrenden einnehmen. Das ist es ja, weil wir haben bisher immer den Radfahrer von außen gesehen. Also wir haben immer ihn beobachtet, gezählt oder sonst noch was. Wir haben aber selten erfasst, was erlebt er eigentlich aus seiner Perspektive. Ja. Das Rad steckt voller Technik. 2 Kameras zeichnen den Verkehr auf. Ein Abstandsmesser ermittelt, wie nah die Autos den Radfahrenden kommen. Eine Tretkurbel bestimmt den Kraftaufwand, mit dem die beiden in die Pedale treten müssen. Ein GPS-Tracker, wo sie wie schnell fahren. Unsere Testfahrerinnen stammen aus Bad Hersfeld und Baunatal, 2 Städten mit etwa 30.000 Einwohnern. Baunatal hat bei einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, dem Fahrradklimatest, gut abgeschnitten. Bad Hersfeld schlecht. Doch was genau macht den Unterschied zwischen den Städten? Schließlich gibt es sowohl im Baunatal als auch in Bad Hersfeld Fahrradwege. Bad Hersfeld, Stadtring. Anna hat grün. Der Rechtsabbieger, schlechte Sicht auf den Radweg. Das hier ist jetzt auch sehr kritisch. Wir haben auf der einen Seite die Autoreihe und gleichzeitig teilen wir uns den Weg hier mit Fußgängern. Alles gut. Dankeschön.
Zusammen haben sie nur rund 2 Meter Platz auf den Wegen. Und während die Autofahrenden hier geradeaus durchfahren können, führt Annas Radweg zur Fußgängerampel. Drücken, warten, 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 eine ganze Minute. Dann ein paar Meter fahren, um an der nächsten Ampel wieder zu warten. Viele Situationen sind unübersichtlich, alles ist eng und wirkt stressig. Doch ist das objektiv messbar? Jetzt ist Kira in Baunatal dran. Sie ist zur gleichen Uhrzeit unterwegs wie Anna in Bad Hersfeld und soll wie sie nervige oder gefährliche Situationen kommentieren. Wir warten vergeblich. Die Stadt hat eine Autospur weggenommen, sie zum Fuß- und Radweg gemacht. Das Ergebnis: 5 Meter Platz für beide. Ja, hier ist es total entspannt, ein ganz breiter Fahrradweg. Es ist kaum was los, ich habe genug Abstand zu den Autos. Also sehr komfortabel auf jeden Fall. Ein Riesenunterschied, zumindest auf den ersten Blick. Aber zeigt sich das auch in den Messungen? Was sagt die Auswertung der Daten? 4 Tage später hat Jochen Eckert die Ergebnisse. Also wenn wir die beiden Städte miteinander vergleichen, in Bad Hersfeld muss man deutlich häufiger stoppen an vielen Einmündungen und Knotenpunkten als die Streckenführung in Baunatal. Und insgesamt auch die Überholvorgänge sind deutlich häufiger in Bad Hersfeld, deutlich häufiger werden dort überholt als in Baunatal. Und das sind 2 Sachen, die sich dann einmal das Anhalten auf den Komfort und das Überholen auf das subjektive Sicherheitsgefühl auswirkt. Jochen Eckerts Analysen zeigen, besonders stressig ist es für Radfahrende, wenn Fahrzeuge dicht, also in einem Abstand von 1 Meter oder weniger überholen. Genau das passiert häufig in Bad Hersfeld, weil die Radwege sehr schmal sind und direkt neben der Straße verlaufen. Solche Bedingungen schrecken ab, sagt der Forscher. Sein Resümee: Sollen mehr Menschen Rad fahren, brauchen sie Platz. Immer mehr Städte und Gemeinden handeln nun auch danach, zum Beispiel Frankfurt am Main. Es entstehen mehr und besonders wichtig breite Radfahrstreifen oder Radwege und mehr Abstellmöglichkeiten. Häufig dort, wo vorher Autos parkten oder fuhren. Freie Fahrt für Fahrräder statt für Autos? Wenn sich Gewohntes ändern soll, bleiben Konflikte nicht aus. Doch Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf hat in einer Befragung herausgefunden, dass die Akzeptanz für Veränderungen steigt. Die Nord-Süd-Verbindungsachse von Frankfurt hat ihr Gesicht stark verändert. Bis vor kurzem hatten Autos pro Richtung 2 Fahrspuren. Jetzt gehört je eine den Radfahrenden. Was die Anwohner sehr stark bemerken, ist, dass der Verkehrslärm ruhiger geworden ist und das, was am markantesten war bei den Ergebnissen, war, dass sie finden, dass die Sicherheit von Kindern auf diesem Straßenabschnitt sich deutlich erhöht hat. Je mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, umso dringender brauchen die Städte eine fahrradgerechtere Infrastruktur. Und nicht nur die Städte, sondern auch das Land. Hier ist auf jeden Fall viel mehr Platz als auf den meisten Radwegen, auf denen ich bislang gefahren bin. Und das hat unter anderem mit diesem Schild zu tun. Kennen Sie nicht? Kein Wunder. Das Schild gibt es nämlich erst seit 2020. Es markiert einen Radschnellweg. Der FRM1 ist der erste Radschnellweg in Hessen. Bisher sind 4 Kilometer fertig. Er soll einmal 30 Kilometer lang sein und Darmstadt und Frankfurt verbinden. Ich bin hier mit Antje Quitter. Sie ist die Radverkehrsbeauftragte der Region Frankfurt-Rhein-Main. Frau Quitter, inwiefern trägt denn dieser Radschnellweg der Verkehrswende bei? Kann man das sagen? Ja, natürlich kann man das sagen. Der Radschnellweg kann ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende sein. Ziel ist es aus unserer Sicht, Verkehre, insbesondere Pendlerverkehre, auf das Fahrrad zu verlagern. Warum das Fahrrad? Es ist natürlich ein sehr nachhaltiges Verkehrsmittel. Wir haben in Bezug auf Klimaschutz keine CO2-Emissionen, wenn wir hier beide unterwegs sind. Aber es sind auch Punkte wie Gesundheitsförderung, also es hält ja auch gesund. Ja. Und natürlich auch in Bezug auf ökonomische Effizienz. Fahrradfahren ist für den Einzelnen sehr preiswert,
Aber auch das Instandhalten der Infrastruktur und das Bauen der Infrastruktur ist einfach auch für den Staat wesentlich preiswerter als Schiene oder eine Straße für den Kfz-Verkehr. Jetzt sind das ja hier die ersten 4 Kilometer. Also bis Frankfurt können wir ja noch nicht fahren, leider. Nein. Warum dauert es so lange, bis man so einen Fahrradschnellweg gebaut hat? Wir sind natürlich hier im Rhein-Main-Gebiet in einer Region, die sehr dicht besiedelt ist. Sie sehen, jeder Quadratmeter Fläche wird irgendwie genutzt. Und wenn man es für etwas Neues benötigt, wie diesen Radschnellweg, dann muss man natürlich erstmal die Fläche finden. Und da geht es darum, dass vielleicht landwirtschaftliche Flächen benötigt werden, die müssen abgekauft werden. Es geht darum, auch vielleicht mal ein Landschaftsschutzgebiet zu bekommen. Aber es geht natürlich auch darum, innerörtlich, dass vielleicht auch mal Parkplätze verschwinden müssen, damit der Radschnellweg dort lang geführt werden kann. Und das ist natürlich auch ein gesellschaftlicher Diskurs und nicht jeder ist dann glücklich damit. Dann würde ich doch mal gucken, ob ich hier genug Luft aufgreifen habe. Gut, dass es die Reparatur- und Servicestation gibt. Ein bisschen Luft fehlt, also muss die Pumpe ran. Und für größere Probleme gibt es jede Menge Werkzeug. Das ist super. Ja. Ja, cool. Finde ich sehr gut. Das ist echt eine tolle Idee. Ebenfalls zum Radschnellweg gehören Photovoltaikleuchten, die im Dunkeln durch ein Bewegungsradar gesteuert werden. Und bei Eis und Schnee soll ein Winterdienst dafür sorgen, dass der Weg befahrbar bleibt. Was würden Sie denn sagen, was wäre denn für Pendler gut? 10 Kilometer, 20 Kilometer, was kann man auch so schaffen als tägliche Wegstrecke zur Arbeit? Also so ein Radschnellweg zum Beispiel, der ist für eine Fahrtgeschwindigkeit von 20 km/h ausgelegt. Wenn wir jetzt überlegen, so eine Standard-Pendlerzeit, eine halbe Stunde, kommt man halt auf 10 Kilometer. Ja? Und dann sage ich mal, das ist noch für alle möglich, so gut wie. Und wenn es dann länger wird, dann ja, werden es auch weniger Leute, sage ich mal, die das fahren. Das ist sehr spannend. Also ich finde es super angenehm, hier zu fahren. Ja, oder? So schön in der Natur, ja, zwischen Feldern. Auf jeden Fall. Ich komme hier auch selten schnell lang. von A nach B. Es ist total erholsam, wirklich. Und Das so ist- angenehm zu fahren. Ja, da merkt Also- man erst, wenn man halt eine sehr gute Qualität an Radwegen hat, Ja. wie viel mehr Spaß es macht, wo man sich auch vorstellen kann, das jeden Tag zu fahren. In Hessen und auch bundesweit sind viele weitere Radschnellwege geplant oder im Bau. Fertig sind allerdings die wenigsten. Ich habe den Eindruck, auch hier außerhalb der Städte rollt die Verkehrswende erst langsam an. Auf dem Land von A nach B zu kommen ohne Auto ist eine Herausforderung. Beispiel der kleine Ort Winden in der Pfalz. Alle halbe Stunde wird der kleine Bahnhof zur zentralen Anlaufstelle für die ganze Region. Pendeln mit Park and Ride? Aber es gibt ein Problem. Also die normale Parkplatzsituation hier in Winden ist komplett zugeparkt. Alles. Plätze, Straßen bis runter an die Bundesstraße, alles dicht. Man muss überlegen, wir haben rund 6.000 Stellplätze, Park-and-Ride-Plätze hier in der Umgebung von Karlsruhe, aber gut 80.000 Autopendler. Das zeigt einfach, dass da noch deutlich Luft nach oben ist und dass wir noch mehr Kapazitäten brauchen. Wir müssen es einfach attraktiv machen, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Auch Christoph Hupfer steigt hier jeden Morgen vom Auto auf die Bahn um. Um dem Parkplatzproblem auszuweichen, denkt er über ein E-Bike nach. Es sind 9 Kilometer von seinem Dorf hierher. Hier auf dem Land ohne Auto, das geht eben einfach manchmal nicht. Hier in Winden kommst du noch gut hin, hast einen guten Bahnanschluss, der nächste Ort, der übernächste Ort schon wieder nicht mehr. Wie sieht es abends aus, wie sieht es am Wochenende aus? Da wird es einfach schwierig, da geht es nicht ohne Auto. Und das ist ja nicht nur in Winden so, das ist im ganzen Land so. Im idyllischen Maxzell südlich von Karlsruhe hat man deshalb das Pilotprojekt My Shuttle ins Leben gerufen. Der kleine Rufbus kann eine Stunde im Voraus bestellt werden. Am einfachsten geht das über die App des Verkehrsverbundes. Und für Bahnfahrer ist der Fahrpreis bereits im Zugticket enthalten. Eine genaue Route des Shuttles gibt es nicht, weil sie abhängig von den Kundenwünschen ist, ähnlich wie bei einem Taxi. Vor allem abends ist das super. Weiß aber dann auch, wenn ich zurück will, ich stehe nicht irgendwo in der Pampa oder an der letzten Haltestelle und weiß nicht, wie ich weiterkomme. Ich komme immer wieder nach Hause. Und dieses Komplettpaket, das wirklich rund zu haben, da leisten diese Shuttle-Service einen wirklich wichtigen Beitrag.
Der Karlsruher Verkehrsverbund plant für kleinere Bahnhöfe im Umland sogenannte Ports. Sie sollen das Umsteigen auf Bahnen und Busse einfacher und bequemer machen. Auch Fahrrad- und Carsharing-Angebote soll es dort geben und kleinere Serviceangebote des täglichen Bedarfs. Noch sind das nur Konzepte und gerade kleine Orte, die am meisten profitieren könnten, werden das ohne Unterstützung kaum finanzieren können. Und noch ein Konzept hat Potenzial auf dem Land: Fahrgemeinschaften. Denn jeder Mitfahrer bedeutet ein Auto weniger. Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, die das Mitfahren unkompliziert und sicher machen. Offene Plattformen, auf denen jeder suchen oder posten kann. Oder geschlossene Mitfahrgruppen für Gemeinden und Firmen. Ein großes Potenzial, dessen Möglichkeiten oft noch zu wenig bekannt sind. An guten Ideen für eine Mobilität ohne eigenes Auto auf dem Land scheint es nicht zu mangeln. Gerade im Umland von größeren Städten könnte sich dadurch einiges ändern. Die letzte Etappe meiner Suche nach der Verkehrswende. Ich bin am Stadtrand von Darmstadt in der Lincoln-Siedlung. Hier wohnten früher amerikanische Streitkräfte. Jetzt wird die Siedlung zu einem Stadtquartier für 5000 Menschen entwickelt. Hier zu wohnen soll zukunftsweisend sein. Wie das genau funktioniert, will ich gleich herausfinden. Vor allem interessiert mich das klimafreundliche, moderne Mobilitätskonzept der Lincoln-Siedlung. Modern heißt natürlich auch weniger Autos. Und wenn dann, möglichst E-Autos. Aber die brauchen natürlich Energie und davon nicht so knapp. Wie klimafreundlich ist das eigentlich? Umweltfreundlich, gut fürs Klima. 0 Emissionen, so wird es uns versprochen. Wir sind noch nicht klimaneutral unterwegs. Warum? Weil ein Elektroauto dann klimaneutral ist, wenn der Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien kommt und wenn das Auto auch klimaneutral hergestellt ist. Das ist heute noch nicht möglich. Christian Hochfeld gehört zum Think Tank Agora Verkehrswende, in dem Forschende verschiedener Institute zusammenarbeiten. Sie haben analysiert, was zu tun ist, um die Klimaziele zu erreichen und welche Rolle Elektroautos dabei spielen. Denn obwohl sie beim Fahren kein CO2 produzieren, verbraucht die Herstellung der Batterie sehr viel Energie, auch fossile. Ich glaube, es ist wichtig, den Leuten, die Elektroautos fahren, klarzumachen, das belastet die Umwelt auch. In Asien und Polen werden derzeit die meisten Batterien für den deutschen Automarkt produziert. Diese Länder setzen allerdings auf Strom aus Kohle. Der Anteil macht bis zu 70% aus. Dann nutzt es wenig, wenn sich die Autohersteller grünen Strom für die Batterieherstellung garantieren lassen. Zum Beispiel für den als klimaneutral beworbenen ID.3 von VW. Denn grüner Strom wird bisher nicht extra für das Batteriewerk produziert, sondern aus dem Strommix abgezogen. Die hohen CO2-Emissionen des Landes bleiben also. Forschende vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung haben berechnet, wie viele Kilometer ein Elektroauto derzeit fahren muss, um klimafreundlicher als ein Benzin- oder Dieselauto zu sein. Dabei ist die Größe der Batterie entscheidend. Wird zum Beispiel ein Kleinwagen mit einer Batterie von 40 Kilowattstunden ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen, muss er 30.000 Kilometer fahren, ehe seine CO2-Bilanz besser ist als die eines vergleichbaren Dieselfahrzeugs. Bei 30 Kilometern pro Tag, die ein Kleinwagen durchschnittlich fährt, dauert das 2,5 Jahre. Wird er hingegen mit dem aktuellen deutschen Energiemix geladen, wozu auch Kohlestrom gehört, muss er 60.000 Kilometer fahren und rund 5 Jahre, also doppelt so viel. SUVs und andere Oberklassewagen fahren durchschnittlich etwa 40 Kilometer am Tag. Beim Laden mit Ökostrom muss so ein Auto 45.000 Kilometer und 3 Jahre lang fahren, um besser dazustehen als ein vergleichbarer Diesel. Wird das Auto hingegen mit dem aktuellen deutschen Energiemix geladen, sind es sogar 130.000 Kilometer und rund 8 Jahre, bis die CO2-Bilanz positiv wird. Genauso lang, 8 Jahre, beträgt auch die Garantieleistung der meisten Autohersteller für die Lebensdauer ihrer Batterien.
Klingt nicht sehr nachhaltig. Insgesamt haben die Forschenden die Klimabilanz für mehr als 70 Beispielkombinationen analysiert. Ihr Fazit? Wenn man es ganzheitlich bilanziert, Rohstoffgewinnung, Fahrzeugherstellung, Nutzung, Recycling, kann man sagen, gegenüber einem konventionellen Fahrzeug, wenn man Strommix lädt, spart man 25-50% über die Lebensdauer. Und wenn man regenerativen Strom nimmt, dann ist man 50-70% günstiger in der Klimabilanz. Also einfach jedes herkömmliche Kfz durch ein E-Auto ersetzen? Eher nicht. Denn E-Autos brauchen nicht nur viel Energie, sondern wie jedes Auto auch Platz. Die Elektromobilität ist notwendig für die Verkehrswende, aber intelligent und in Maßen. Auch im Mobilitätskonzept der Darmstädter Lincoln-Siedlung spielt E-Mobilität eine Rolle. Aber nicht nur bei den Autos, auch diese Lastenräder fahren mit Akkuunterstützung. Jeder, der will, kann sie leihen. Übrigens nicht nur hier, in vielen Städten geht das inzwischen. Das ist echt richtig cool, dieses Teil. Erst ist es ein bisschen ungewohnt und wackelig, weil man einen anderen Radius hat als mit dem normalen Fahrrad. Aber wenn man sich erst mal dran gewöhnt hat, macht es richtig Spaß. Und es ist praktisch. Bis zu 60 Kilogramm kann ich in die Transportbox laden. Einen Großeinkauf zum Beispiel oder kleine Kinder. Sieht so die klimafreundliche Mobilität der Zukunft ohne eigenes Auto aus? Ich treffe Astrid Samaan und Sina Selzer. Beide begleiten die Entwicklung des Mobilitätskonzepts der Lincoln-Siedlung. Ich suche ja die Verkehrswende, Frau Samaan. Was kann man denn sagen? Habe ich sie hier gefunden? Ich würde sagen, Sie haben den Beginn der Verkehrswende oder wie wir sagen, Mobilitätswende gefunden. Hier sind wir in der Lincoln-Siedlung, einem autoarmen Quartier, was gleichzeitig auch als Reallabor gelebt wird, also begleitet mit Forschungs- und Förderprojekt. Alternativen zum eigenen Auto gibt es hier viele. Die Straßenbahn zum Beispiel mit gleich 2 Stationen. Unabhängig von Schienen und Haltestellen ist der sogenannte Heinerliner. Das Elektroshuttle für bis zu 6 Personen fährt in ganz Darmstadt und Umgebung. Dazu kommen diverse Sharing-Angebote innerhalb der Siedlung. Neben dem Lastenrad auch Bike- und Carsharing. Wir haben zum Beispiel ein spezielles Bewohner-E-Carpooling-Angebot, das sogenannte Lincoln Mobil, das nur die Bewohner nutzen können und das in der Regel auch wohnungsnah bei den Bewohnern steht. Während wenn man eigene Autos hat, sind die zum größten Teil in zentralen Sammelgaragen. Das heißt, da muss man unter Umständen weiterhin laufen. Also auch das eigentlich so ein bisschen zur Reflexion. Mein eigenes Auto ist weiter weg und die Alternativen sind näher oder zumindest nicht weiter weg. In der Siedlung wird übrigens nicht nur gewohnt. Viele alltägliche Wege sollen hier möglichst kurz sein. Zur neu gebauten Schule etwa oder zur Kita. Und auch die nächsten Supermärkte sind nicht weit. Frau Selzer, Sie haben das Mobilitätsverhalten der Menschen hier untersucht. Was haben Sie denn herausgefunden? Ja, wir haben herausgefunden, dass es Anzeichen dafür gibt, dass Bewohner hier einziehen, die bereits vorher, also an ihrem vorherigen Wohnort, autofrei und nachhaltiger mobil waren. Es sind aber auch Personen eingezogen, die ein Auto besitzen und dieses auch vorher regelmäßig genutzt haben, nach ihrem Einzug in die Lincoln-Siedlung allerdings verstärkt zu Fuß unterwegs sind, mit dem Fahrradfahren oder den ÖPNV nutzen. Es zeigt sich aber auch, dass ein komplettes autofreies Leben auch in der Lincoln-Siedlung weiterhin die Ausnahme bleibt. Nichtsdestotrotz sehen wir aber auch, dass Haushalte ihre Autos beispielsweise von 2 auf 1 reduzieren. Gewohnheiten zu ändern braucht halt seine Zeit, auch in Sachen Mobilität. Im Akku dieses Lastenrads steckt ein Stoff, der auch in E-Autos verbaut wird, und zwar Lithium. Der Stoff wird immer begehrter. Momentan wird er überwiegend in Australien und Südamerika abgebaut. In Zukunft könnte er aber auch in Deutschland gewonnen werden. Und das umweltfreundlicher. Hier im Oberrheingraben, tief unter dem Fluss, liegt das Lithium. Allerdings nicht als Pulver, sondern gelöst im heißen Thermalwasser in fast 3000 Metern Tiefe. Mit dem heißen Wasser wird im Geothermiekraftwerk Bruchsal Fernwärme und Strom gewonnen. Das Lithium bleibt ungenutzt, bis jetzt. Um es zu gewinnen, haben Forschende vom Karlsruher Institut für Technologie ein neues Verfahren entwickelt. Wenn wir hier ein Geothermiekraftwerk als Maß nehmen im Oberrheingraben, würde man in 40 Minuten
so viel Lithium fördern können, dass es für eine Autobatterie reicht. Für so eine E-Fahrrad-Batterie bräuchte man 2 Minuten. Deshalb soll es im Bruchsaler Kraftwerk künftig gefördert werden. Bislang wird Lithium etwa in Südamerika aus Sohlen gewonnen, wo Wasser aus Salzseen abgepumpt wird und auf riesigen Flächen in der Sonne verdunstet. Die Gewinnung ist umstritten, weil Umwelt und Menschen unter den Folgen leiden. Aus dem sogenannten Lithium-Dreieck zwischen Bolivien, Chile und Argentinien liefert Chile 20% der Weltproduktion im Jahr 2018. Australien 63% Lithium aus Gesteinen. In Europa fördert Portugal die größte Menge mit 0,8%. In Deutschland gibt es Lithium im Erzgebirge, in den tiefen Gewässern des Norddeutschen Beckens und des Oberrheingrabens. Jochen Kolb und sein Team haben eine effektive Methode für die Lithiumgewinnung gefunden: mit Manganoxid. Der Stoff zieht das Lithium wie ein Magnet aus dem Salzwasser. Dann wird die Lösung abfiltriert und das Lithium wieder vom Manganoxid getrennt. Und schließlich muss es nur noch in einen festen Stoff gewandelt werden. Im Labor funktioniert das schon. Ein umweltfreundliches Verfahren ohne gefährliche Rückstände. Dieses getrocknete Lithiumcarbonat könnte jetzt für die Batterieherstellung verwendet werden. In Bruchsal soll nun eine Pilotanlage im großen Maßstab an den Start gehen. Und auch in anderen Geothermiekraftwerken könnte Lithium künftig gewonnen werden. Noch größere Vorkommen gibt es im Erzgebirge. In diesem Gestein sollen 660.000 Tonnen Lithiumcarbonat stecken. Damit könnte man 20 Millionen Autobatterien bauen. Der Abbau ist bereits geplant. Er ist allerdings energieaufwendig und greift stärker in die Umwelt ein als die Geothermie-Methode. Für die braucht man keine Sprengungen und Zerkleinerungen von Felsgestein. Wir sind, wenn man so will, minimalinvasiv. Wir haben 2 Bohrungen, die in die Tiefe gehen, indem wir das Wasser gewinnen, das Lithium produzieren und dann wieder das Wasser verpressen. Die gewaltige Nachfrage durch die E-Mobilität wird das Lithium aus Deutschland nicht decken. Aber es könnte einen Teil zur Verkehrswende beitragen. In der Lincoln-Siedlung will ich wissen, wie lebt es sich hier autoarm? Gisela Stete hat das Mobilitätskonzept der Siedlung entwickelt und ist anschließend hier eingezogen. In einen Wohnblock mit vielen Fahrrädern und nur wenigen Autos, die sich die Menschen teilen. Es ist tatsächlich so, dass es sich richtig gut anfühlt, hier in diesem Quartier zu wohnen, wo der Radverkehr das Leichtverkehrsmittel ist, wo der öffentliche Nahverkehr auch nicht weit ist und wo wir einfach dadurch, dass wir aufs Auto nicht angewiesen sind, natürlich eine andere Mobilität leben können. Jetzt gibt es ja die Menschen, die immer noch Angst haben, wenn sie kein eigenes Auto mehr haben, auch ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit zu verlieren. Was würden Sie denn denen sagen? Sie leben das ja jetzt nun mal, ne? Das ist ja nicht so, dass sie ihre Unabhängigkeit verlieren. Also es geht doch darum, Mobilität zu gewährleisten. Und Mobilität bedeutet Beweglichkeit. Aber Beweglichkeit bedeutet nicht automatisch, mit dem Auto nur beweglich zu sein. Sondern es gibt andere Möglichkeiten und es gibt auch die Möglichkeiten, ein Auto zu nutzen hier in diesem Quartier. Es geht ja nicht darum, den Autoverkehr zu verteufeln, sondern es geht darum, das Auto gezielt und sinnvoll einzusetzen. Aber das muss nicht das eigene Auto sein. Haben Sie denn eigentlich noch ein eigenes Auto? Also ich muss gestehen, aus nostalgischen Gründen fahre ich noch meinen alten Saab 900, der in diesem Jahr 30 Jahre alt wird, das H-Kennzeichen hat. Aber ich werde mich trotzdem im Herbst von ihm trennen, weil ich brauche ihn einfach nicht. Und es ist ja dumm, wenn er nur rumsteht. Also insofern denke ich, das eigene Auto ist tatsächlich nicht notwendig. Hier in der Lincoln-Siedlung stimmt das auf alle Fälle. Auf meiner Suche nach der Verkehrswende ist mir klar geworden, das Auto, es wird natürlich nicht ganz verschwinden. Aber weniger ist halt oft mehr. Weniger Autos, weniger Klimagase. Eigentlich bedeutet das mehr Lebensqualität für alle. Klimafreundliche Mobilität auf dem Land? Schwierig. Aber es gibt ziemlich gute Ideen, finde ich. Es geht nicht um die einzelne Alternative zum Auto, sondern um verschiedene, die zusammen das eigene Auto ersetzen können. Das wird für viele bestimmt nicht einfach, aber versuchen müssen wir es. Machen Sie mit?